Wunderbar. Dann können wir eigentlich auch losstarten Mhm. mit den Inhalten. Mein Vortrag lautet Gender Matters, Frieden aus geschlechtertheoretischer Perspektive. Und wenn wir Frieden und Gender zusammendenken, dann geht es um einen schmalen Grat. Diese ganze Reihe heißt ja schmaler Grat. Und ein schmaler Grat, das ist, bedeutet landschaftlich ein spitzer Bergrücken im Hochgebirge, der nur schwer begehbar ist. Und warum habe ich diese Perspektive gewählt, ein schmaler Grat? Nicht nur, weil gerade die anstehenden US-Wahlen sind und es da ein schmaler Grat wird, welche Seite gewinnt und auch mit welchen Geschlechtervorstellungen. Ich habe diese Perspektive gewählt als Analysekategorie, um auf strukturelle Gewalt im Geschlechterverhältnis hinzuweisen und das hervorzuheben. Und auch, weil Geschlechtergerechtigkeit eine Bedingung für positiven Frieden ist. Und weil aus feministischen Forschungsansätzen, die das eben auch eingeführt haben, immer wieder auch die Frage ist, wie ist es eigentlich um die Verletzbarkeit und Verletzlichkeit von Menschen bestellt, wenn wir über Friedensfragen und Kriegsfragen reden, die eben nicht nur weiblich, sondern auch männlich, divers oder non-binär sein können. Und ich möchte Sie einladen, mit mir aus einer feministischen und intersektionalen Perspektive darauf zu blicken, wie eben diese Verbindung zwischen Gender, Frieden und Gewalt ist. Und meine These ist, die hier schon auch angeschlagen steht auf der Folie, dass das aktuelle politische Kräftemessen stark über Geschlechterfragen verhandelt wird und dass sich diese spiegeln in körperpolitischen Phänomenen und dass wir eine veränderte Geopolitik haben, die verkörpert und vergeschlechtlich ist. Was das im Einzelnen meint, darauf werde ich dann in den nächsten etwa 45 Minuten eingehen. Ja, vielen Dank erstmal für den Überblick. Ich werde diese Perspektive, also ich habe gerade gesagt, dieser schmale Grat. Wir gehen also der Vorstellung über einen schmalen Grat, über eine Landschaft und wir haben ein altes Navi und das alte Navi hilft uns gerade überhaupt nicht weiter, um über diesen schmalen Grat zu gehen und wir brauchen eigentlich neue Perspektiven und wie können diese aussehen? Wir gehen bei dem Vortrag zunächst dazu zu schauen, wie ist es eigentlich, also Gender Matters, wie sieht es aus mit Gender und Gewalt in Kriegskonstellationen? Was ist gemeint mit der Geschlechterfrage als globales gesellschaftliches Ordnungsprinzip für Krieg und Frieden? Welche Veränderungen gibt es in der Geschlechtergewalt zwischen Friedens- und Kriegszeiten? Welche Kontinuitäten und Diskontinuitäten? Und der letzte Punkt, der sich spezifischer dann quasi da oder darauf hinarbeitet, spezifischer, was wir hier besprechen wollen, was heißt denn Frieden geschlechtertheoretisch? Und das habe ich quasi jetzt vorweggenommen, um es einfacher zu machen, die Gedanken mitzuverfolgen, nämlich die Perspektive verkörperter Geografien jenseits von Binarität. Ähm, Vielleicht, wenn wir nochmal schauen, also Gleichheit, ich habe dieses Zitat mitgenommen aus Sex und World Politics, Geschlechtergleichheit, so ist eigentlich die Nummer eins als Prädiktor, als Vorhersage für Frieden, und zwar mehr als Reichtum, mehr als das Level von Demokratie oder religiöse Identität. Also wir können davon ausgehen, dass Geschlechterdemokratie und Frieden sehr, sehr eng miteinander korrelieren und zusammenhängen und Geschlechternormen, Frieden und Gewalt eben in engem Zusammenhang stehen. Dazu möchte ich zunächst einmal einige Beispiele nennen, die nicht neu sind, aber nochmal veranschaulichen in der Gesamtheit. Zunächst das erste Beispiel aus Iran, aus Kurdistan. Hier wurde der Zusammenhang medial und politisch sichtbar in jüngster Zeit durch die politischen Entwicklungen im Iran seit September 22 mit den Protesten nach dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini unter dem Slogan Jin Jiyan Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Und diese Protestbewegung, die wurde international unterstützt, aber eine konsequente politische Reaktion ist eigentlich dann ausgeblieben. Und weil oder aus der Sorge vor außenpolitischen Reaktionen Irans, aufgrund der Verhandlungen über das Atomabkommen und auch die sich auch auf den Öltransport auswirken könnten. Die Gewalt geht seitdem weiter. Es gab so viele Hinrichtungen wie noch nie. Das wissen wir aus den Zahlen der Menschenrechtsorganisation Hangau im ersten Halbjahr 2024. Und ich habe hier nur ein Beispiel mitgenommen, weil das eine Sozialarbeiterin ist. Parshan Azizi, kurdische Journalistin und Sozialarbeiterin, sitzt im Evin-Gefängnis, ist inhaftiert und wurde am 24.07. zu Tode verurteilt.
Vielleicht ein kleiner Hinweis an der Stelle. Keine Sorge, ich werde auch in den nächsten Folien, ich werde Informationen geben, aber es wird keine Bilder geben, die jetzt Sorge haben müssen, dass sie Sorge haben müssen, dass sie getriggert werden. Aber die Informationen sind manchmal an für sich selbst schon schwer genug zu ertragen. Ein weiteres Beispiel ist Afghanistan. Afghanistan, dort haben wir die geschlechtsspezifische Apartheid und die Ungleichbehandlung der Frauen in allen Lebensbereichen seit der Talibisierung, der Machtübernahme der Taliban in 2021. Und hier sind die Frauenrechte Faustpfand in politischen Verhandlungen angesichts der gegen sie auferlegten Sanktionen. Die Rechte afghanischer Frauen sind nicht nur bei den Taliban stets eng gekoppelt mit nationalen als auch internationalen Politiken. Das heißt, auch hier, alle wissen darum, wie es den Frauen dort geht und trotzdem rührt sich da eigentlich recht wenig, wenn wir es beobachten. Das nächste Beispiel, Ukraine-Russland. Hier sehen wir natürlich Geschlechterstereotype, wenn wir uns Bilder medial anschauen vom kämpfenden Mann und der flüchtenden Frau, die in Deutschland beispielsweise mit ihren Kindern da sind. Doch das ist nicht allein die Sorge der Ukrainerin, sondern eigentlich auch die ansteigende Gewalt, häusliche Gewalt, ansteigende Gewalt in der Gesellschaft. Und eine unabhängige Kommission des UN-Menschenrechtsrats hat die Verbrechen der russischen Armee in der Ukraine beim Einmarsch untersucht und dieser Bericht dokumentiert Vorfälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder, Männer, Frauen und ältere Menschen, also zwischen 4 und über 80. Und dazu gehören Gruppenvergewaltigung, sexualisierte Folter und Demütigung, erzwungene Nacktheit und so weiter und so fort. Schauen wir uns Israel-Palästina an, auch einer der aktuellen Kriege. Da habe ich bei der Recherche, bin ich auf einen Titel von der Jüdischen Allgemeine gestoßen, Me Too, but not when you are a Jew. Und das adressiert die Gewalttaten vom 7. Oktober gegenüber den Frauen. Und die FDP-Politikerin Carolina Preisler, die regelmäßig auf pro-palästinensischen Demonstrationen mit dem Schild Rape is no resistance ja, sich bewegt und auch mediale Aufmerksamkeit bekommt. Also sozusagen, das sind so verschiedene Bilder, die wir medial bekommen. Was wir aber nicht bekommen, ist eigentlich eine reflektierte, eine Auseinandersetzung. Das heißt, die politische Instrumentalisierung der sexualisierten Gewalt, auch dieser Sensationsmoment, zeigen sich hier exemplarisch bei diesen Angriffen gegen jüdische Israelinnen, arabischen Beduinen und anderen Frauen durch den bewaffneten Arm der Hamas und ihrer Verbündeten am 7. Oktober 23. Und diese Bilder und Berichte der Taten, die sind, das muss man sich überlegen, ohne Anonymisierung, ohne Einordnung, die sind weltweit in sozialen Medien verbreitet worden. Die Reaktion aber auf die Gewalttaten sind eigentlich so geschehen, dass sie insbesondere den Konfliktparteien politisch für ihre Agenda genutzt haben. Die Taten waren einerseits sozusagen öffentlich zur Schau gestellt, sie dienten dann als Rechtfertigung, auch sozusagen für Gegengewalt, die Bombardierung der Zivilbevölkerung am Gazastreifen. Aber der Schutz der Bedürfnisse der Überlebenden hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die Aufarbeitung der Gewalt hat keine Rolle gespielt. Das heißt, ihr Leid wurde objektiviert, für politische Ziele instrumentalisiert und eigentlich dazu genutzt, um die Diskurse weiter zu polarisieren. Ein weiteres Beispiel, es tut mir leid, diese ersten Folie mit den Beispielen ist ein bisschen hart, danach gehen wir mehr in die Analyse. Der sogenannte Islamische Staat hat einen Genozid an Jesiden verübt. Tausende, also es war im August 2014, Tausende, vor allem Mädchen und Frauen, wurden durch den IS verschleppt, vergewaltigt, versklavt und ermordet. Und dieser Nexus, diese Zusammensetzung zwischen sexualisierter Gewalt, Menschenhandel und Terrorismus, das ist weltweit nicht neu, das kennen wir. Aber das Ausmaß der Brutalität hat doch dann weltweit entsetzt und hat ein Ausmaß auch an Frauenverachtung, an Femizid gezeigt, um das auch zu legitimieren. Und als die US-Schergen geflohen sind, dann wurden sie von den kurdischen Peschmerga-Frauen, von den Frauen der JPG, gerettet oder geschützt. Und beide Bilder, also die Frau als Opfer, die Frau als Kämpferin, all das hat viel auch mediale Aufmerksamkeit bekommen, aber eben in dieser polarisierten Weise und teilweise sehr voyeuristisch, teilweise sehr orientalisierend, ohne Differenzierung, was da wem da eigentlich wie passiert.
Und die Paradoxien daran ist, es zeigt beispielsweise der Film Bemal von der Journalistin Düsen und Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekal, die die Spannbreite, die Erfahrung zeigt, von der Versklaven bis hin die aktuelle Debatte, dass die Betroffenen ja teilweise gerade abgeschoben werden und abgeschoben worden sind bereits, und zwar an den Ort des Genozids. Das heißt, es ist auch da sehr komplex und politisch motiviert jeweils, wie was gezeigt wird, wie was, welche Geschlechternormen verwendet werden und so weiter. In Syrien in Afrin gibt es laut UN den Nachweis systematischer Verbrechen an kurdische Frauen durch die mit der Türkei verbündeten islamistischen Milizen seit dem Beginn der Militäroperation Olivenzweig, seit 2018 Olivenzweig als ja, Zeichen des Friedens. In Kolumbien ist laut Human Rights Watch auch nach 8 Jahren nach dem Friedensabkommen zwischen Regierung und fast die Gesellschaft von Gewalt geprägt und insbesondere indigene Gemeinschaften, afrokolumbianische Gemeinschaften sind davon betroffen, aber auch Feminizide und Gewalt gegen LGBT-Menschen bieten Anlass zu großer Sorge. In Mexiko wird alle 2,5 Stunden eine Frau getötet. Und gegen diese brutalen Feminizide und Gewalt protestieren die Frauen. Aber es ist nach wie vor dramatisch. In Haiti gibt es mehr als 300 Banden, die durch Gruppenvergewaltigung sexualisierte Verstöße vornehmen. In Jemen gibt es viele Kriegsparteien. In einem Punkt sind sich alle einig, die Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Was hier auf dem Bild zu sehen ist, ich habe bewusst Bilder gesucht, wo Frauen eben Widerstand leisten und nicht als Opfer dargestellt sind. Das ist hier von der Künstlerin und Street-Arterin Haifa Subay, die immer wieder sozusagen als Protest verschiedene Wände bemalt mit Kunst, um auch den Protest zu zeigen, aber auch einfach die Frauen ihre sozusagen die Gewalt, die sie erfährt, sichtbar zu machen. Und es gäbe sicherlich etliche weitere Beispiele, die ich Ihnen ersparen möchte und nicht alle aufzählen will. Aber was hier deutlich wird, ist, dass genderbezogene Gewalt, die Menschen in Kriegen leiden, sehr, sehr konkret ist, verkörperlicht ist und einen Fachterminus hat mittlerweile. Dieser Fachterminus lautet Conflict-Related Sexual Violence, zu Deutsch konfliktbezogene sexualisierte Gewalt, und bezieht sich auf Vergewaltigung, sexualisierte Sklaverei, Zwangsprostitution, Zwangsschwangerschaft, Zwangsabtreibung, Zwangsheirat und so weiter. Also jede Form von Gewalt, die sexualisiert ist und gegenüber Frauen, Männern, Mädchen und Jungen verübt wird in Konfliktkonstellationen. Und wie man an dieser Folie sieht, sieht man eben, dass es entsprechend weltweit in ganz verschiedenen Konflikten zu beobachten ist, in mehr oder weniger Tragweite, Variation und Form. Bei diesem Conflict-Related Sexual Violence, sozusagen bei diesem Begriff oder bei dieser Konstellation, geht es eigentlich immer darum, dass die Täter häufig mit einer staatlichen oder nichtstaatlich bewaffneten Gruppe oder einem terroristischen Netzwerk verbunden sind, die Opfer häufig Mitglieder oder wahrgenommene Mitglieder von verfolgten politischen, ethnischen oder religiösen Minderheiten sind, die aufgrund tatsächlicher oder vermeintlicher sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität eben die Gewalt erfahren. Und es herrscht gerade, weil eben Konflikt oder Krieg ist, ein Klima der Straflosigkeit. Die Täter fühlen sich unbeobachtet, müssen nicht damit rechnen, dass sie später verfolgt werden. Die Taten sind schwer zu erfassen, schwer nachvollziehbar, schwer sozusagen vor Gericht zu bringen. Und gerade vor dem Hintergrund der Massenvergewaltigung in Ruanda und Bosnien in den Kriegen in den 90er Jahren gab es dann internationale Tribunale für Kriegsverbrechen, und es kam dann zu dieser Resolution 1820 des Sicherheitsrats der Vereinigten Nationen, die dann eben sexualisierte Gewalt erstmals auch als Kriegstaktik, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als konstitutive Handlung in Bezug auf Genozid formuliert haben. Das heißt, damit gab es überhaupt eine rechtliche Handhabe, solche Fälle vor Gericht zu bringen, und wenn man sie dann erfasst, wenn es überhaupt dazu sozusagen kommt. Diese genderbezogene Gewalt trifft, wie ich gerade gesagt habe, nicht nur Frauen, sondern auch andere, aber zu 97% Frauen. Und das ist dann schon eine Menge. Und von diesen 97%, jedes achte ist ein Mädchen, also wirklich Kinder, weibliche Kinder, muss man einfach sagen.
Und der Zusammenhang mit Frieden ist längst auch weltweit und politisch offensichtlich geworden, weswegen mittlerweile es eine Resolution gibt, die UN-Resolution 1325, wo es auch mittlerweile diverse Unterresolutionen gibt und das nennt sich Women, Peace and Security Agenda. Und das adressiert oder die Idee dahinter ist, dass Frauen in allen Prozessen, die mit Frieden und Sicherheit einhergehen, mit einbezogen werden und bei ja, Maßnahmenplänen, bei all dem dabei sind, was dazu führt, paradoxerweise, ich habe jetzt die Statistik nicht mitgenommen, dass aber Frauen, die in der Politik tätig sind, Journalistinnen, die Gewalt aufdecken, selbst mittlerweile zu Adressatin von Gewalt werden und viel mehr verfolgt werden und sich schützen müssen. Das heißt, es verändert sich hier was in der Wahrnehmung, in den Hierarchien, in den Machtstrukturen und das passiert nicht geräuschlos. Und die Daten, also mittlerweile ist diese Resolution 24 Jahre alt und jetzt im Oktober ist sie 24 geworden und die Zahlen zeigen, dass eigentlich die Konflikte die Zahlen noch verschlechtert haben. Das heißt, es ist nicht besser geworden. Die jüngsten Daten zeigen eigentlich schlechtere Werte. Und jetzt müsste man gucken, warum eigentlich, also welche gendernormativen Gründe werden hier eigentlich in der Debatte diskutiert. Und ich habe nur einige mitgenommen, es ist sicherlich komplexer. Aber zum einen werden soziokulturelle Normen, also patriarchische und religiöse Werte diskutiert, die eben diese Gewalt begünstigen. Es wird Vergewaltigung als Kriegswaffe diskutiert, eben um den Feind zu demoralisieren. Und vielen wird Vergewaltigung als Belohnung in Aussicht gestellt. Einige werden ja auch unter Drogen sozusagen Einfluss, dass auch nochmal zusätzlich, dass sie belohnt werden. Wir kennen diese Belohnungssysteme, sei es bei der IS, das kennen wir bei der Hamas und so weiter. Also bei vielen, wo das einfach auch, ja, diskutiert wird. Dann die Männlichkeitskonzepte, also eine Körperpolitik, wo eine hetero- und hypernationale Männlichkeit, die Militarisierung von Körpern, aber auch die Frauenkörper als Teil von Territorium, sozusagen die Territorialisierung von Frauenkörpern dahinter steht. Das werde ich noch ein bisschen erklären. Das heißt, und diese Verbindung von sexualisierter Gewalt, Menschenhandel und Terrorismus spielt hier auch ökonomisch und politisch eine enorme Rolle. Das Ganze Folgen, wenn ich jetzt sage, es gibt so viel Gewalt, es sind aus diesen Vergewaltigungen also gebären Frauen Kinder, sie werden Mütter. Und das ganze Thema würde zu weit führen. Ich wollte zumindest das nicht unerwähnt lassen, dass es natürlich sehr viele Konsequenzen hat für diese Frauen und auch für ihre Kinder und auch transgenerational. Also man kann sozusagen bindungstheoretisch anfangen bis in die transgenerationale Ebene. Nur um darauf hinzuweisen, hier, das ist ein Denkmal für die Heldin in Pristina, die eben an diese Gewalterfahrungen während des Kosovo-Kriegs erinnert. Und in Bosnien wurde 2016 ein Netzwerk vergessener Kriegskinder gegründet. Und die haben sich an die Kriegskinder in Deutschland orientiert und den Konzepten von Aufarbeitung dort nach dem Zweiten Weltkrieg. Man kann das aber weltweit an ganz, ganz verschiedenen Orten nachweisen, zeigen und so weiter. Also es ist ein Thema für sich. Was heißt es eigentlich? Also auch weil das ja sozusagen diese Essenz des weiblichen Körpers mit der assoziierten Mütterlichkeit, mit der Assoziation von da über ihren Körper entsteht eine Nation, wird Kultur weitergegeben und was es eigentlich bedeutet. Aber da gehe ich gleich dann nochmal hin. Vielleicht erstmal soweit. Mhm. Wenn wir jetzt praktisch weitergehen, also sozusagen in den ersten Punkten wollte ich jetzt sagen, also ne, wir haben hier eindeutig Gender und Gewalt in Krieg und Konflikt, das lässt sich sehen. Und jetzt nochmal darauf zu schauen, okay, und warum? Wie ist das eigentlich als globales und gesellschaftliches Ordnungsprinzip zu sehen? Wie wird das verhandelt? Es geht um eine veränderte Geopolitik und die ist verkörpert und vergeschlechtlicht und diese Verflechtung werde ich gleich zeigen. Vielleicht einfach mal, wenn wir uns das anschauen, ich habe vorhin gesagt, dass wir unser oder ein Navigationssystem, dass es recht alt ist, dass wir als Wanderer quasi versuchen, Dinge gerade nachzuvollziehen und zu verstehen, aber wir nicht so genau oder teilweise mit einem alten Navi arbeiten.
Und darauf gehe ich gleich nochmal ein, also also sozusagen, wie wir unser Navi eigentlich aktualisieren müssen, was wir verändern müssen, wenn wir Konzepte von Gender, Body Politics und Geopolitik miteinander verbinden und eben eine neue Perspektive gewinnen. In Bezug auf Gender als Aushandlungsarena noch immer, das gilt weltweit in Bezug auf Gender, gibt es weltweit gendersegregierte Eingänge in die Gesellschaft. Kein Land der Welt hat die Gleichstellung von Frauen erreicht. Und ich meine aber trotzdem hier nicht nur Frauen, sondern wirklich das Kontinuum an geschlechtlichen Zugehörigkeitsvarianten jenseits von Binarität und sozusagen alle Geschlechter mit hier. Und dass diese Geschlechterrelationen sehr komplex sind und dabei globale Ordnungsprinzipien eine Rolle spielen. Was meine ich mit Körperpolitik? Körperpolitik bedeutet, dass, also vielleicht, wenn wir es nochmal gesellschaftlich beobachten, in den letzten Jahren immer mehr, dass dieses Ringen, die Aushandlung um Macht, um Strukturen ganz viel über Geschlecht und deren Uneindeutigkeit war. Also nicht Eindeutigkeit, sondern Uneindeutigkeit und Vielfalt. Sei es MeToo-Debatte, Black Lives Matter. Also viele Konflikte unserer Zeit drehen sich um den Körper. Der Körper, das wird deutlich, ist zutiefst politisch und das ist genau das, was Body Politics aussagen will, dass es eben bei diesen Theorieansätzen, wir kennen das zwar, Bourdieu, Foucault, Judith Butler und so weiter, aber die Körperpolitik ist interdisziplinär und geht letztlich davon aus, dass Körper nur verstehbar sind als Ergebnis von historischen Veränderungen, von sozialen Handlungen, als Vorstellung, Imagination, medialen Repräsentation, dass wir als Menschen uns das subjektivieren, also aneignen, das, was uns auch zur Verfügung gestellt wird als Möglichkeiten und dass es Orte sind von intersektionalen und dekolonialen politischen Auseinandersetzungen im auch globalen Verhältnis. Und was das sozusagen um einen Schritt weiter in diesen Geopolitik im Wandel, ich habe gesagt, unser Navi-System funktioniert nicht mehr ganz. Und das hängt aber, diese Körperpolitik hängt ganz eng mit Nationalstaatlichkeit zusammen in ganz verschiedener Weise, nämlich wie der Körper. Wir haben immer noch sozusagen die Vorstellung, wie der Körper als soziale Gruppen zur Nation gehört. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das heißt, unsere Vorstellung von Welt, die wir heute haben eigentlich, das ist ja ein Ergebnis ja, von zwei Weltkriegen, von Phasen von Kolonialisierung und Dekolonialisierung. Es gibt ganze sozusagen Entwicklungen von dem Kalten Krieg. All das hat ja dazu geführt, dass wir die Weltkarte haben, die wir haben. Und da drin sind immer noch Vorstellungen von Nation und welche Körper und welche Geschlechter dazugehören oder nicht. Also welche Hautfarbe hat der Körper der Nation? Ist dieser beschnitten? Ist der Körper verhüllt? Ist der sichtbar? Kann der Körper führen? Welche Körper werden inhaftiert? Welche Körper haben erhöhtes Risiko, inhaftiert zu werden? Und es gibt viele Beispiele, in denen selbst verletzte oder tote Körper als Nachleben noch politisch sind. Denken wir an Alexei Nawalny, an George Floyd, an Gina Amini. All diese Menschen haben aus unterschiedlichen Positionen, waren sie Teil von geopolitischen Aushandlungen. Welche Fragen stellt Body Politics? Wer hat erhöhte Wahrscheinlichkeit, getötet zu werden oder sterben gelassen zu werden? Und dass dieses Sterben gelassen werden und auch Gewalt erfahren und so weiter, das schließt an das Konzept des kamoranischen Historikers Membe mit dem Konzept der Nekropolitik, also sozusagen die politische Macht, die darüber entscheidet, welche Menschen leben und manche sterben müssen oder sterben gelassen werden durch unzureichende Versorgung, durch unzureichenden Schutz vor Gewalt und geringere Wahrscheinlichkeit, Zugang zur Bildung zu bekommen, erhöhte Wahrscheinlichkeit, nicht über den eigenen Körper zu entscheiden, betroffen zu sein von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Und hier wird deutlich an diesen Fragen, dass das sehr genderbezogen ist und dass eben diese Perspektive auch Entsprechung hat in dem, was die Frauenbewegung mit dem Slogan „Das Private ist politisch" auch schon immer gesagt hat und dass eben Frieden, Krieg und Gewalt eng mit Sicherheitsfragen aus der Sicht des Privaten zu stellen sind. Und dann wird klar, dass die Sicherheit von Staaten nicht identisch ist immer mit der Sicherheit der Bewohnerin, wie das Beispiel eben der Betroffenheit von Gewalt in Krieg, aber der Betroffenheit von Gewalt auch in häuslichen Kontext in Friedenszeiten zeigt. Und wenn ich sage, dass ein Drittel der Frauen weltweit sexualisierte Gewalt durch einen Partner erfahren, dass jeden Tag etwa 137 Frauen von eigenen Familie getötet werden
und oder von den Beziehungspartnern zu den 80%. Das heißt, hier stellt sich ein Sicherheits- und Demokratieproblem dar und der Fokus ist zu verlagern von der Sicherheit des Staates zu der Souveränität der Menschen, die in einem Staat leben. Und also hier zeigt sich sozusagen, dass diese Kombination von Geschlechtlichkeit und Staatlichkeit eng miteinander verbunden sind, aber wir gerade in einem Prozess sind, wo geopolitisch eben diese Staatlichkeit sich durch Globalisierung, durch veränderte Kriege, durch diese Kämpfe darum und um Grenzen, all das sich gerade verändert und damit auch die Perspektive, wer und wie welche Rollen Frauen haben sollen. Das heißt, das Verständnis von Nation als geglaubte Gemeinschaft ist in der Regel ethnisch, kulturell homogen und männlich konstituiert. Und die weibliche Teilhabe in einem klassischen Nationalstaat, in einem traditionellen Nationalstaat, ist eher als Ableitung gedacht, wie Eva aus Adams Rippe Mensch sein durfte oder wie jetzt beispielsweise ich das jetzt in einer Rede gesehen hatte, des religiösen Vordenkers Ayatollah Shirazi, der sagt in der Rede, das ist auf Persisch das Original, die ist eine englische Übersetzung, aber auf Deutsch die Interpretation, dass eigentlich Frauen Tiere sind, die als Nutztiere des Mannes überhaupt erschaffen wurden von Gott. Das heißt, die Frau darf weibliche Aufgaben und Verantwortungsbereiche so darf sie an den Staat teilhaben und sie repräsentiert quasi die kollektive Einheit über das Er-Konzept und den moralischen und kulturellen Codes, die damit verbunden sind. Das heißt, die Frau als sogenannte symbolische Grenzwächter nationaler, ethnischer und kultureller Differenz. Und hier wird deutlich, dass diese Kombination aus Vorstellungen von Staat, von Geschlecht, kein Wunder ist, wenn beispielsweise, wenn jetzt sozusagen die Vorstellung von Europa aus der Sicht Putins für Europa, wenn Uneindeutigkeiten von Geschlechterfragen plötzlich Thema werden. Oder ist es keine Überraschung, wenn Rechtsextremismus und Antifeminismus Hand in Hand gehen ideologisch? Weil das alles Irritationen sind, die durch eine veränderte Geopolitik erstmal auch neu ausgehandelt werden. Und was meint es mit der neuen Geopolitik? Das heißt, wir sind in einer Phase, wo wir von einer sogenannten klassischen, eben wie ich gerade beschrieben habe, zu einer postmodernen, zu einer kritischen Geopolitik übergehen und diese Vorstellung von territorial eindeutiger Nationalstaat sich verändert zu diskursiven, imaginären, transnationalen Räumen. Und diese Veränderung macht etwas. Das heißt, es ist nicht nur, es ist auch, aber es ist nicht nur, das sind nicht nur noch territorial geopolitische Orte, sondern wir haben immer mehr auch Fragen von Space, von Raum, von Biografien als Orte der Aushandlung und Gendered Bodies. Das heißt, der Körper findet ganz viel Aushandlung und über die Körper statt. Das heißt, die geopolitischen Kampflinien verlaufen durch die Körper als verkörperte Grenzmarker. Wir haben das nach außen über Geflüchtete als Grenzmarker, als durch die Mauern, über die sie nicht durchgehen sollen und so weiter. Da könnte man auch einen eigenen Vortrag drüber machen. Aber hier geht es um die verkörperte Grenzziehung über Geschlecht, die hier ist und die diese Dominanzverhältnisse schärft und damit auch für bestimmte Körper, die eben vulnerabler sind, weil sie eben diese Eindeutigkeit sich entziehen, wie LGBTQI-Menschen, Minderheiten, also die körperpolitisch eben in Anführungsstrichen stören und aber auch die Vorstellung von Frauen und die eben sexualisierte Invasion ertragen müssen und eben diese alten Ansprüche. Und hier gibt es eben diese Umbruchsphase, die wir haben, mit den neuen Kriegen, die verflochtener sind, die hybrid stattfinden, die digitalisiert sein können, die auf ganz anderen Formen und damit und diesen Aushandlungen zu diesen Verschärfungen sozial und ökonomisch zwischen verschiedenen Wertvorstellungen entstehen eben auch antidemokratisches Denken, Rassismen und was wir beobachten, ist ein Aufstieg autoritärer, nationaler und religiöser Bewegungen mit Weltbildern, mit denen ein Antifeminismus und wenn gar nicht ein Frauenhass einhergeht. Das heißt, der Körper wird eben zum Marker für Differenz in diesen Ungleichheitsverhältnissen. Und wenn wir nochmal so diesen Grenzkörpermarker sehen, wir haben
parallel Megatrends sozusagen, diese Megatrends, wie gesagt, die autoritär national-religiösen Bewegungen, aber auch, dass sich natürlich also ökonomisch etwas ändert in der Gesellschaft. Feminisierung bedeutet, dass viele Tätigkeiten nicht klassisch von Frauen gemacht werden oder gemacht werden müssen. All das verändert auch den Zugang zu Ressourcen, zu ökonomischen Kreisläufen. Das heißt, wir haben hier einen Ressourcenkampf, einen ökonomischen Kampf, der eben auch geschlechtlich ausgetragen wird. Und das heißt, wir haben einerseits natürlich weiterhin territoriale Kämpfe, Russland, Gaza und so weiter. Wir haben aber darüber hinaus parallel eben diese verkörperten und vergeschlechtlichten. Und insofern sind die Kampffronten jetzt auch verändert. Wir haben nicht nur einfach Ost, West, Nord, Süd oder so weiter, sondern wo wessen Körper wozu gebraucht werden. Denken Sie daran, wir haben dieses Thema Fachkräfte, wer kommt und wie für Ökonomie bis hin zu Milizen. Die Diskussion gerade heute wieder in den Medien war russische Truppen und kommen die vielleicht aus Nordkorea und so weiter. Das heißt also, es geht um tatsächlich Körper und Kampf hinzu zu dem Thema Wasted Lives nach Zygmunt Baumann. Der sagt ja, manche Körper, die gehören entsorgt, weil mit denen kann man nichts anfangen. Das heißt, hier spielt ist eine große Rolle bis in ganz verschiedenen Bereichen rein, bis auch in den Nah- und Intimbereich, wenn wir an Fachkräfte für den Pflegebereich gehen, an Care- und Versorgungsaufgaben. Das heißt, wer nutzt wem wofür in welchen Aushandlungen. Der Slogan Jinjian Azadi, der ist ja global aufgegriffen worden. Das hat so viel Solidarität erstmal medial gegeben, auch ohne politische Konsequenz. Aber warum ist das so sehr aufgegriffen worden? Weil eben da drin in dieser Revolution, dieser Bewegung war nicht nur etwas, was Kurdistan oder Iran betroffen hat, sondern das war etwas, was global, wo sich Menschen angedockt gefühlt haben. Es ging nämlich darum, neue Beziehungsverhältnisse in Raum zu setzen und zu diskutieren, neue Beziehungsverhältnisse zwischen den Geschlechtern, zwischen Staaten und ihren Bürgern, zwischen Menschen, ökonomischen Systemen und aber auch den ökologischen Systemen, was ein bisschen hier untergegangen ist in den Debatten, aber auch das spielte eine Rolle. Und das heißt, ich gehe jetzt weiter zu dem nächsten, ja, vielleicht können wir ruhig das nochmal weitermachen. Ja, danke schön. Das heißt, wenn wir sagen, verkörperte, veränderte Geopolitik, das ist so der eine Gedanke, dann müssen wir auch sehen, dass wir uns auch in der Art des Denkens verändern oder achtsamer, das Wissen ist nicht neu, aber noch mehr darauf achten müssen. Wir sind gerade atmosphärisch teilweise in einer Situation, wo viel Eindeutigkeit gefordert wird und viel, so das ist Krieg und das ist Frieden und so weiter. Und also so diese Atmosphäre, dass also Krieg eben auffordert, Stellung zu beziehen, auf einer Seite zu stehen, den Raum für Zwischenräume, der dann verringert wird für Uneindeutigkeiten, eine ganz klare Markierung, wer ist Feind und wer ist Freund, wer sind wir und wer sind die anderen, wer ist Mann und wer ist Frau und wessen Körper ist an der Front und muss vielleicht dadurch sterben, wessen Körper ist ein Territorium und wird instrumentalisiert oder Opfer von Gewalt. All das, was sozusagen jetzt eine Debatte ist, diese Formen funktionieren nicht mehr. Also die Formen der Gewalt, die sind unterschiedlich. Auch wenn es mehr Typiken gibt, wie ich beschrieben habe, wer gerade Gewalt erfährt. Trotzdem funktioniert das nicht. Es gibt eben nicht eindeutig nur Krieg und Friedenszeiten. Es sind Prozesse, die sind mehrdeutig. Es gibt Begriffe wie positiver und negativer Frieden, die das eben deutlich machen. Es gibt den Begriff der neuen Kriege, den ich bereits erwähnt habe. Das heißt, wir haben eben nicht diese Eindeutigkeit, wir haben dann Krieg und Frieden und dann passiert dies und jenes, sondern wir haben eine vergeschlechtliche Gewalt, die zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Formen ausgeübt wird. Ich möchte hier, um das mal deutlich zu machen, ein Beispiel aus Deutschlands Friedenszeiten, habe ich gedacht, zum Thema, wann ist Frieden und wann ist dann keine Gewalt oder so gegenüber Frauen, mal mitgenommen. Hier ein Beispiel, da ging es um die Vergewaltigung in der Ehe. Das ist ein Zitat aus dem Bundestag vom 15. Mai 97. Wird gesagt, ich will mal versuchen, bei diesem Gewusel die Abstimmung durchzuführen. Die Fraktion der SPD verlangt namentliche Abstimmung. Also ich gehe davon aus, dass alle Uhren besetzt sind und dann eröffne ich die Abstimmung. Es geht um Vergewaltigung in der Ehe, ob das strafbar ist oder nicht. 97 ist noch nicht so lange her.
und abgegebene Stimmen 644. Immerhin haben 138 mit Nein gestimmt und 35 sich enthalten. Gesetzentwurf kam durch und in der Zeit stand, das war ein Durchbruch, nachdem zahlreiche Anläufe, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen, gescheitert waren. Die Wochenzeitung schrieb, ein Vierteljahrhundert hat Bonn dafür gebraucht, um dieses eine kleine Gesetz zu ändern. Die Ostverträge waren nichts dagegen. Also zum Thema, was ist eigentlich, wann ist eigentlich Krieg und Frieden und welche Gewalt? Und was sozusagen häufig benannt wird oder auch in den Raum gestellt wird, ist, dass eigentlich die Form und die Sichtbarkeit sich ändert. Das heißt, Vergewaltigungen, sexualisierte Gewalt in Kriegszeiten, häusliche Gewalt in Friedenszeiten. Das heißt, es gibt eine Kontinuität von Gewalt und Gewalt beginnt nicht erst im Krieg und endet auch nicht erst im Frieden, sondern sie verändert die Sichtbarkeit von Privatheit in Öffentlichkeit und die Strategien. Also sozusagen im Krieg ist es strategischer, kollektiv strategischer eingesetzt mit bestimmten Zielsetzungen. Und das ist nochmal wichtig auch wahrzunehmen. Wenn wir dann weiterschauen nach Deutschland in vermeintlichen Frieden, noch Friedenszeiten, also erstmal weltweit, wenn wir uns die Daten anschauen, wie viele Millionen Frauen weltweit im Laufe ihres Lebens Gewalt durch ihren Partner erleben. Und da geht es nicht um offizielle Kriegskonflikte, sondern wie viele Frauen das erleben, dass jede siebte Frau in Deutschland Opfer schwerer sexualisierter Gewalt wird, dass jeden Tag eine Frau daran stirbt und dass die Zahlen in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben gehen. Das ist etwas, warum ich dachte, das muss mir noch mal auf die Agenda, wenn wir über Frieden sprechen. 2023 sind weltweit so viele Frauen ermordet worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und die meisten eben durch ihre Intimpartner und Familienmitglieder. Alle 12 Minuten stirbt ein Mädchen oder eine Frau durch die Hand eines Angehörigen. Und diese Debatte und ob es ein Femizid ist, ist eine große. In Deutschland gibt es dafür keine Rechtsgrundlage bisher. In einigen Ländern gibt es in Lateinamerika. Aber hier wird deutlich, dass es eben nicht so klar ist mit diesen Eindeutigkeiten und dass es eine Prozesshaftigkeit gibt und dass natürlich die Gewalt, die es auch in vermeintlichen Friedenszeiten gibt, in Kriegszeiten sich verschärfen, systematisiert werden. Aber es gibt man muss immer wieder fragen, für wen, wann, welcher Frieden in welcher Form stattfindet. Und diese Überlegungen sind sozusagen mein vierter Gedanke, den ich gerne mit Ihnen euch teilen möchte. Frieden geschlechtertheoretisch gedacht. Also was heißt denn Frieden geschlechtertheoretisch? Wie gesagt, wir sind gerade in einer gesellschaftlichen Atmosphäre, in der Polarisierung und Kriegslogik begünstigt werden. Also wer sind die Feinde, wie sehen sie aus, wer ist wir und so weiter. Und ich möchte eben diese Binarität, diese Eindeutigkeiten in dieser Kriegslogik, die dafür auch mobilisieren und dass diese Stimmung erzeugen, Unsicherheiten bei uns erzeugen. Ich möchte die gerne in Frage stellen und sagen, achtsamer damit zu sein, eben da nicht so rein zu geraten und entgegen einer Kultur oder einer Grammatik des Krieges, die gerade sich immer mehr verbreitet, eine Kultur und Grammatik des Friedens anzuschauen. Denn Kultur oder Grammatik ist etwas, was wir daraus machen und sozusagen auch darüber nachdenken, was ist eigentlich Wissen über Frieden und Krieg. Und dieses Wissen darüber, diese Verbindung macht etwas. Und das Erste ist überhaupt epistemologisch, also von Wissensbestand, nochmal klarer zu haben, okay, das in Frage zu stellen, dass es den Krieg und den Frieden gibt und die Verbindung mit der Geopolitik und der verkörperten Erfahrung deutlicher zu machen. Fälle, die weder als Krieg noch, und ich will dafür ein paar Beispiele geben, damit das nicht nur so eine These bleibt, sondern mit Inhalt nochmal gefüllt ist. Fälle, die weder als Frieden noch als Krieg beschrieben werden können. Konzepte zu Frieden, das gibt es Fallstudien. Zum Beispiel die Überbrückung von der Kluft zwischen Nord, Süd, Ost, globales Norden, globaler Süden. Das sind alles Vorstellungen, die in der Form sozusagen zum alten System gehören. Dann gibt es sogenannte nicht kriegerische Gewalt. Das heißt, es ist kein Krieg, aber es ist auch kein Frieden. Aber diese nicht kriegerische Gewalt, auch im globalen Norden, die wir erleben, die da ist, also die sogenannte terroristische oder nicht nur sogenannte, ja auch tatsächliche terroristische Bedrohung und städtische Gewalt, wie wir sie in Frankreich, in Deutschland, sonst wo sehen. Die Gewalt in Partnerschaften. Die Frage von Alltagsleben. Was ist eigentlich, wenn Bundeswehrsoldaten irgendwo in einer Kriegsregion sind? Ist das dann für die Frieden oder Krieg?
Die fragen sozusagen, was ist eigentlich, wenn Menschen vertrieben werden, beispielsweise in Kurdistan in der Türkei, wenn durch Umsiedlung von Infrastrukturprojekten oder in Lateinamerika, wenn Menschen ihrer Lebensgrundlagen und durch sozusagen ökologische Zerstörung beraubt werden. Was ist das dann? Eine nichtkriegerische Gewalt? Ist das dann Krieg oder Nicht-Krieg? Und was bedeutet das eigentlich? Das heißt, die Kontexte, in denen wir gar nicht mehr eindeutig das sagen können, was Krieg und Frieden ist nochmal eine andere. Vielleicht eine Folie noch zurück. Die Frage von neue Raum-Zeitperspektiven. Ähm, Wir müssen über Raum, also es ist immer noch so die gängige Vorstellung, es gibt sozusagen bestimmte Orte und bestimmte Zeiten und bestimmte Räume, das ist so das Gängige, wo Frieden oder Krieg stattfindet. Aber wenn wir an ganz vielen Dingen denken, dann passt das alles gar nicht mehr. Der Krieg gegen den Terror ist nicht ein sozusagen gefühlt ein nicht lokalisierbarer Kriegszustand und verändert die Städte, verändert das alltägliche Leben, die Anzahl der Kameras in den Großstädten, das verändert die Militärpräsenz in Städten, es verändert Polizeigewalt, es verändert den Blick auf Migrantinnen, es verändert Umweltkämpfe. Und wir haben dann nicht mehr ein Battlefield, sondern auch ein Battlespace, der überall sein kann, in verschiedenen Räumlichkeiten. Und wir haben die Grenzen zwischen Kriegszeiten, also sozusagen als Zeiten formuliert, funktionieren so nicht. Das heißt, wir haben eine Kontinuität oder Steigerung von Gewalt auch in Postkonfliktgesellschaften. In Studien zeigen, dass in 50% aller Postkonfliktgesellschaften die Gewalt sogar steigt, eben nicht geringer wird, auch wenn sie Postkonflikt genannt werden. Auch nach Unterzeichnung von Friedensverträgen gibt es nicht Frieden. Auch das ist immer wieder, Beispiele gibt es dafür in Bosnien und anderswo. Dann die Frage, wann ist eigentlich dann Post, wenn wir sagen nach Krieg? Wann ist das Post in Körpern und Räumen spürbar? Beirut, Südafrika, Libanon, Kolumbien. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, was ist mit Menschen, die Gewalterfahrungen machen und Traumata und Gewalterfahrungen über Raum und Zeit mit sich und in sich tragen und wo beispielsweise, wenn wir an Geflüchtete denken, an einige ihrer Erfahrungen im Krieg, wo das nicht einfach verschwindet, sondern wo A, durch das Asylverfahren dieses Gefühl von der Krieg ist nicht zu Ende und der Frieden noch nicht hergestellt im Raum ist, oder wo diese chronische Ungewissheit und Wartezeit quasi auch eine Fortführung ist oder aber auch verkörpert bei Traumatisierung, wenn über Intrusion, Nachhallerinnerung, Flashbacks und Albträumen jederzeit der gefühlte Krieg ja auch wieder körperlich wieder in die Jetztzeit ist. Das heißt, wann ist eigentlich Post sozusagen, wann ist diese Zeit vorbei? Und auch bei räumlich sozusagen, wo existiert Frieden, dass wir da nochmal drauf schauen müssen. Also wie können oder wo sind Räume für Frieden? Was ist eigentlich damit gemeint? Weil die Räume für Frieden, die können für jeden anders sein, je nach Machtsystem von Rasse, Klasse, Geschlecht. Für die einen ist das vielleicht ein sicherer Raum, ein Friedensraum und für den anderen nicht. Und das ist vielleicht interessant, wenn man einen und den gleichen Weg von verschiedenen Seiten sich anschaut. Man fährt eine Strecke, der eine als Flüchtling, der andere als Tourist oder man nimmt irgendeine Region und fährt das Gleiche und merkt einfach, die gleichen Orte, die gleichen Zeiten, sie bedeuten für verschiedene Menschen in einer Stadt, in einer Region komplett was anderes. Und deswegen immer die Frage, wie können wir geschlechtertheoretisch Frieden konzeptualisieren? Und eine Idee dabei ist zu sagen, auf Frieden und die Konzeption zu schauen als eine nicht ereignisbasierte, sondern beziehungsbasierte Perspektive. Das heißt, Frieden ist eine Beziehung zwischen Menschen, Beziehung und Frieden ist ein Prozess, das ist kein Ereignis, muss immer wieder übersetzt werden, was das eigentlich bedeutet. Und kann etwas Alltägliches sein in Beziehungen, aber wichtig ist, dass es verkörpert ist, dass es in unseren Körpern. Und das, was mit unseren Körpern ist, ist geopolitisch verbunden. Eben da haben wir diese Ebene wieder von sehr global, aber auch sehr intim, weil ganz viele dieser Gewalterfahrungen in Bezug auf Geschlecht ja auch sehr eine Intimitätssphäre auch betreffen. Das heißt, Frieden als verkörperte Erfahrung, als relationale Erfahrung und kommen so langsam jetzt zu dem Schluss aber nochmal zu sehen, wenn wir Frieden anders konzeptionalisieren, jenseits auch dieser starren Vorstellung zu sehen, dass Frieden etwas sehr Persönliches ist und dabei Politisches, etwas sehr Intimes sein kann, aber global verbunden ist, dass es eine verkörperte Erfahrung ist, die nicht nur in einem Zeit und einem Raum, sondern intersektional betrachtet werden muss, für wann, in welchen Verhältnissen sie was bedeutet
Und da drin auch, ich habe es jetzt nicht ausgeweitet, aber dieses Thema, auch wenn ich sage intersektional oder die Verbindung mit Kolonialismus, zu sehen, wenn wir beispielsweise, was bedeutet das, wenn der Körper Schaden annimmt, weil wir ökologisch unsere Umwelt zerstören oder die Umwelt von bestimmten Gruppen. Das gibt es sozusagen Analysen aus Südamerika, die ein verkörpertes Verständnis darauf entwickeln und sagen, dass die Praxis des Friedens unmittelbar auch verbunden ist mit der Landschaft, in dem wir sind, und auch des Landes und der Region. Oder aber auch mit den Wissensprozessen. Also wer entscheidet darüber, welche Friedenskonzepte auch für die Wissenschaft, was es bedeutet. Und gerade gibt es da auch eine große Debatte darüber und auch durchaus Kontroversen, wenn jetzt über Ukraine, Russland, Gaza, Palästina und so ist gar nicht eindeutig, wer welche Form sieht und nicht sieht, über was geschwiegen wird oder nicht und was als Widerstand formuliert wird. Und auch hier ist interessant die Analyse von Schweigen. Was wird beschwiegen? Zu was wird Stellung genommen? Wer schweigt? Also in Bosnien war das auch bei den Frauen, die Betroffene, ein großes Thema, das besser zu schweigen. Und das wurde häufig von Feministinnen, westlichen Feministinnen als Schweigen und Vermeidung interpretiert, während die Selbstperspektive war, es ist besser, wir schweigen, um das, was es an fragmentierter Gesellschaft noch gibt, aufrechtzuerhalten. Oder Formen von verkörperten Widerstand, wenn Frauen sehr auf einer Mikroebene interaktional, aber auch gemeinsam und kollektiv Widerstand leisten, aber auch nicht nur Frauen, sondern auch sozusagen geschlechtergerecht denkende Menschen. Das heißt, es wird auch diese Analysen sind interessant und Frieden sozusagen von einem Ort wegzunehmen in der Vorstellung und zu Gestaltung in Beziehung zu sehen. Ich habe vorhin eine Folie mal gesagt, dass wir die rausnehmen, aber es ist eigentlich total, also ich sage es einfach mal, es ist total wichtig für das, was soziale Arbeit, was psychosoziale Berufe ausmacht. Das heißt, hier zu verstehen, was für Krisen wir haben, um die auch gekämpft wird, zu sagen, wir haben Legitimationskrisen in den Ordnungen, in den Beziehungsverhältnissen, die zeigen sich in der Welt in ganz verschiedenen Formen, an Machtkämpfen, militärisch, nicht militärisch, gewaltsam, sonst wie. Und wir haben eine Verknappung von Ressourcen. Und es geht hier darum, welche Form von Beziehungsverhältnissen wollen wir in Zukunft leben? Welche Rolle spielt Geschlechtergerechtigkeit? Und zwar im Spannungsfeld von Care, ökonomischen, politischen Aspekten, Nachhaltigkeit, weil es geht auch um Fürsorgeverhältnissen. Wer ist für wen wie solidarisch, fürsorglich? Für wen können wir Empathie empfinden, auch als verkörperte, auch wieder da der Körper als verkörperte Resonanz und wo schalten wir ab? Und diese enge Kopplung, das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass Frieden und Menschenrechte unmittelbar, Frauenrechte, dass eben diese Geschlechtergleichheit miteinander in Verbindung steht. Und ich glaube, das ist hier nochmal wichtig, auch für die Praxis zu sehen, dass die Tätigkeiten, die gemacht werden, unmittelbar eben dort in diesen Friedensprozessen eingreifen können, indem sie verkörpert wahrnehmen, also die relationale, die beziehungsmäßige Friedensformulierung. Und da würde ich vielleicht hier so langsam enden und ja, für die Diskussion einladen.